Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute werden wir ganz entspannt ein bisschen labern und nebenbei ein paar Sanduhren erblättern. Denn wir, mal gucken, vielleicht kommen wir wieder so auf 10.000 circa. Das wäre auf jeden Fall ganz wünschenswert, wenn wir das hinkriegen. Und zuallererst wollte ich erstmal noch ankündigen, wir haben auf Instagram jetzt fast die 1000er Marke erreicht. Vielen lieben Dank auf jeden Fall erstmal dafür, an jeden, der mir auf Instagram folgt. Nach wie vor ein Tool, was ich sehr, sehr gerne nutze. Es ist quasi immer so ein Mini-Vlog verpackt jetzt ist es ja mittlerweile eine Minute, die so eine Story geht. Ne? Das wurde ja irgendwie hochgeschaltet, früher waren es ja 15 Sekunden. Und so kleiner Mini-Vlog, was man so erlebt im Alltag, ne? Bei mir kommt ja aber nicht allzu viel zustande, sag ich mal. Dadurch, weiß ich nicht, so ein normaler Arbeitsalltag. Ich denke mal, ihr kennt das von euch selbst, wenn man, unter der Woche bei den meisten halt, ne, ist immer nicht so viel los. Aber wenn mal irgendwas Aufregendes ist oder ich irgendwas, gerade denke, was ich meine, das könnte man jetzt posten, dann wird das immer gemacht und deswegen, haben sich da schon fast, warum auch immer, 1000 Leute schon gefunden, die da mit am Start sind auf Instagram. Also wer da Interesse hat, kann sehr gerne reinfolgen, wer so ein bisschen Real-Life-Content, sag ich mal, auch sehen möchte. Ne? Ab 1000 Followern auf Instagram hatte ich auch vorgehabt, so ein kleines Special zu machen, so ein kleines Dankeschön, kleines Giveaway rauszuhauen auf Instagram, also exklusiv auf Instagram. Ne? Also wenn wir da die 1000er-Marke geknackt haben, ich glaube jetzt fehlen nur noch, weiß ich nicht, 5 bis 10 Leute irgendwie, dann werde ich da einen kleinen PayPal-Guthaben oder sowas, keine Ahnung, irgendwie so ein PaySafe-Card-Code werde ich da dann posten. Und müssen wir mal schauen, vielleicht in Wert von 10, 15 Euro. Und als kleines Dankeschön, dass wir da dann auch die magische vierstellige Summe erreicht haben, was da natürlich auch immer sehr nice ist. Also, wenn ihr daran Interesse haben solltet, auch noch zusätzlich, ne, dann guckt ganz gerne in die Videobeschreibung von dem Video hier. Da ist der Link dann zu Instagram und da könnt ihr dann vorbeischauen, wie die guten alten Schielaugen, ne, die hier und da mal vorbeischauen. Und da kommen auch meistens immer, also falls irgendwas Neues ist in SF oder so, dann erfahrt ihr es meistens immer erst auf Instagram, weil das ist halt Realtime, so, ne, das ist das Realtime. Wenn ich nicht gerade zu Hause zufällig bin vorm PC und ein Video mache, was ja dann auch in der, in der Produktion vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde dauert, je nachdem, wie lange YouTube mit der Verarbeitung immer braucht, ist das natürlich dann auch immer verzögert. Und da man ja heutzutage das Handy immer überall parat hat, ne, das ist ja heutzutage wirklich gefühlt der dritte Arm, der technologische, der die Menschen mit der Technik so ein bisschen verschmelzen lassen schon heutzutage. Kann man natürlich von unterwegs aus immer alles ganz easy erfahren, was es so an Neuigkeiten gibt, ne? Und ich denke mal, in Zukunft werden jetzt auch ein paar Neuigkeiten kommen, denn Ende November, hatte ich zumindest gehört gehabt, soll der neue Elevator auf uns zukommen. Da bin ich mal sehr gespannt. Mal schauen, wie wir da gildentechnisch auch abschneiden werden. Wir sind jetzt momentan mit Celtic auf Platz 15 abgerutscht. Wir werden momentan gerade wieder ein bisschen durchgereicht. Ich weiß tatsächlich nicht, woran es liegt. Es schwankt natürlich immer ganz schön, muss man sagen, ne? Gerade mit unseren 4 Magiern oder so, die wir zum Schluss haben. Da müssen wir uns halt eben darauf verlassen und wenn das mal eben nicht glatt läuft, dann sieht man ja meistens, was dann immer bei rumkommt. Ne? Die sind ja auch sehr squishy und die anderen 3, ich weiß gar nicht, ich bin glaube ich der am meisten auf Gold spielt, die anderen eher so auf Erfahrung. Ne? Das sieht man auch am Level schon. Stat-technisch hatte ich die jetzt schon überholt. Mordai hat zwar mehr Intelligenz, aber viel, viel weniger Ausdauer als ich. Und der Seth auch ein bisschen mehr Intelligenz, aber auch viel weniger Ausdauer. Da müsste definitiv ein bisschen dem entgegengewirkt werden, damit wir vielleicht ein bisschen konstanter sind, weil das ist nämlich schon ziemlich random jedes Mal, die Kämpfe. Ne?
ich sag's immer wieder, so ein... Oh nein! Oh, das mag ich ja überhaupt nicht, ne? Wenn hier ja, ich weiß nicht, das buggt manchmal noch hier rum, muss ich sagen. Dadurch, dass der Shop leckt oder so, oder der Server leckt, ja, keine Ahnung, was das auslöst hier. Man darf immer nicht zu schnell blättern, weil sonst überblättert man Epics oder halt auch eben, wie wir hier haben wollen, Sanduhren. Und das ist natürlich überhaupt nicht optimal. Dafür machen wir ja den Scheiß hier. Und ja, ist natürlich sehr, sehr bitter. Falls, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist auf jedem Server so. Ich weiß nicht, wie es bei euch läuft, momentan Backend-mäßig. Zumindest im Shop merkt man es noch hier und da mal, dass Verzögerungen schon noch da sind. Also der Ping, weiß ich nicht, ob es hier so, ja, muss ja auch sowas wie ein Ping geben hier in dem Spiel, ne? Die Konnektivität ist teilweise, lässt noch hier und da zu wünschen übrig. Ist natürlich kein Vergleich mehr zum Anfang, als das Backend rauskam. Da ging ja fast gar nichts. Jetzt mittlerweile geht es ja schon, aber ja, man merkt halt, ne, so beim Shopblättern oder so, das ist halt nicht so, mehr so flüssig und so schnell wie damals. Nicht so zuverlässig, kommt auch noch mit dazu. Man muss halt bedachter blättern als vorher. Vorher konntest du halt so blind, so, ne, konntest du blättern und wenn Epic kommt, dann ist der Shop angehalten. Hier sieht man halt, ja, es ist nicht unbedingt die Garantie da, dass der Shop hier angehalten wird. Ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, nachdem man was gekauft hat und sofort weiterblättert. Ich glaube, da ist es so, dass es sein kann, dass er auch mal was überblättert. Ne? Wenn ich jetzt hier nochmal kaufe und direkt weiterblätter, ich weiß nicht, da habe ich manchmal das Gefühl, da kommt das System hier so ein bisschen durcheinander. Ja, mal gucken, mal schauen, wann das denn irgendwann mal eines Tages wieder so laufen wird wie früher. Gefühlt ist es halt, hat es diesen alten Standard von früher immer noch nicht erreicht, meiner Meinung nach. Die Connection ist hier und da wirklich noch schlechter, so, ne? Und ja, aber ich habe keine Ahnung, wie sehr sie sich darauf konzentrieren und wie sehr sie sich auf neuen Content konzentrieren, weil, wie gesagt, der Elevator steht ja schon bald an, Ende November halt, W60 steht ja auch schon bald an. Das sind natürlich eher so die Sachen, die, ja, sag ich mal, Geld in die Kasse spülen, ne? Aber da haben wir es gehabt hier gerade wieder. Aber dafür muss dann halt auch eben, ja, die Performance vom Spiel passen, ne? Und in letzter Zeit ist es halt eben so, dass, ja, schon relativ viele Fehler aufgetreten sind. Die meisten Updates sind ja nie so richtig glatt gelaufen, ne? Aber in letzter Zeit ist es wirklich vermehrt aufgefallen, dass die Updates gefühlt, wenn die rausgebracht werden, nicht so richtig glatt laufen. Dass die nicht so richtig getestet worden sind. Ne? Ich meine, die haben ja von sich selbst, die haben ja schon gesagt, dass wenn neue Updates draußen sein sollten oder rauskommen, dass sie das dann mehr testen wollen auf dem Beta-Server, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, ne? Aber da auch teilweise Sachen jetzt in kürzlicher Vergangenheit wurden da denn dahingehend auch jetzt nicht wirklich getätigt, so, ne? Und ja, jetzt sprich auch gerade mit den neuen Dungeons so eine kleinen Sachen halt, ne? Können halt immer vorkommen, wird wahrscheinlich auch in Zukunft immer vorkommen. Ich weiß zwar nicht, warum sowas immer vorkommt, wie kompliziert dieses Coding oder keine Ahnung da im Hintergrund ist, was es verursacht, dass immer wieder so kleine Fehlerchen entstehen, ne? Jetzt sei es bei dem neuen Dungeon mit dem Achievement, ne? Das war ja auch so ein Ding. Also das war ja auch so ein Ding. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber das meine ich halt so mit diesen kleinen Fehlern, die in der Vergangenheit jetzt passiert sind. Das Achievement hier, was wir nicht bekommen haben zum Anfang, der dunkle Geisterjäger, da hatten wir ja den 10 von 10 oder so, und das Achievement hat man nicht freigeschaltet bekommen, ne? Dann haben sie da irgendwie einen Fix drauf gespielt, dass man das erhält oder irgendwie so. Oder wie war das genau? Ich glaube, irgendwie so war das, ne? Und dann kam das denn zustande, dass dieser Fix quasi mehr Bugs produziert hatte,
Ich weiß jetzt nicht, ob das genau mit dem dunklen Geist hier jetzt gehängt hat. Auf jeden Fall haben sie versucht, einen Fehler zu fixen halt und haben dadurch noch mehr Fehler erschaffen. Durch diesen Versuch, den Fehler zu fixen, kam es quasi zustande, dass Dungeon-Gegner deutlich schwächer waren, beziehungsweise die Begleiter deutlich stärker gewesen sind. Und dadurch kam das zustande, dass ganz, ganz viele Leute für einen bestimmten Zeitraum Zeus einfach schon besiegt haben. Also die schon, weiß ich nicht, also ich habe ja schon keine Chance. Ich sag mal so 550er oder so, keine Ahnung, ne, haben ja teilweise dann schon Zeus besiegt, obwohl es gar nicht machbar ist. Und das kam halt dann durch diesen Bugfix zustande und hat quasi dann diese neuen Bugs erschaffen lassen. Das heißt, alles, worauf man hier quasi spielt, so dass man diesen Endboss eines Tages irgendwann bewältigt, da wurde einem quasi der Spielspaß vorweggenommen durch halt eben so einen Fehler, der aufgetreten ist. Ne? Dieser Fehler wurde dann halt auch gefixt, indem alle, die den besiegt haben, in dem Zeitraum, ich weiß nicht, in ein paar Stunden oder was das war, haben den dann wieder bekommen, den Dungeon. Ne? Also die konnten Zeus dann quasi nochmal, oder die können Zeus quasi nochmal besiegen. Die meisten haben es natürlich nicht geschafft, weil die gar nicht dafür die Voraussetzungen hatten. Aber was nicht gefixt worden ist, ist wohl die Erfahrung. Oha, das ist ein guter Rule gewesen hier. Die Erfahrung, die sie dadurch mitnehmen konnten, durch die Dungeons, ne, die sie bewerkstelligen konnten, eventuell ja auch mehr, nicht nur Zeus, eventuell auch noch mehrere Dungeons, die sie vorher nicht schaffen konnten, haben sie dann durchgepusht. Und ja, die wurden jetzt quasi erneuert, die Dungeons bei denen. Nur die XP ist dann bei denen, die das gemacht haben, wohl gewesen, was ja auch wieder für ein Ungleichgewicht sorgt. Ne? Das ist so ein grober Schnitzer in der kürzlichen Vergangenheit. Oder was auch passiert ist, dass weiß nicht, das für 1-2 Stunden oder was das war, keine Ahnung, dass die Pilzpakete alle denselben Wert hatten, also dieselben Kosten. Das heißt, ein 50er-Paket hat genauso viel gekostet wie ein 100er-Paket. Und dadurch kam es zustande, dass Leute für 5 Euro 3000 Pilze kaufen konnten. So, ne? Also so eine Sachen halt. Das ist, das sind immer wieder Sachen, die müssen halt nicht sein. Die lassen einen zurückwerfen, so, die mindern so ein bisschen die Motivation, sag ich mal. Gerade jetzt so mit dem Ding, dass Leute so die Dungeons rushen konnten durch diesen Fehler und die jetzt nochmal rushen können oder beziehungsweise die noch mal zur Verfügung haben, aber die XP immer noch da ist. Das ist ja gerade für Leute, die für Leute demotivierend, die halt so wie zum Beispiel Ignil, der das nicht genutzt hatte in der Zeit, der ja die Mission hat, der höchste Spieler der Welt zu werden. Und wenn jetzt andere Leute, ich sag mal, ein Atze oder ein Dr. Darm, die ja Platz 1 und 2 sind, die momentan die höchsten Spieler der Welt sind, wenn die jetzt das zum Beispiel genutzt haben, dann sind alleine durch diesen Zeus-Dungeon sind 300 Millionen XP verdammt, verdammt viel und verdammt, verdammt wichtig. Und wenn die denn so einen Contest untereinander haben, ne, den höchsten Char der Welt zu besitzen oder auf die Jagd danach zu gehen, der höchste der Welt zu sein, ne, vom Level her, das sind Jahre, die XP dann nicht mehr wieder aufholen können. So, ne? Und dann kann man schon verstehen, dass das natürlich schon sehr auf die Motivation des Spielers geht. So, ne? Ich meine, klar, die große Firma dahinter, die sieht das vielleicht nicht so. Ne? Denken sich, ja, ach komm, hier der eine Dungeon, aber die Leute sind halt unglaublich competitive und regt dann sowas natürlich dann halt auch zurecht auf. Ne? Ja, auf jeden Fall das mal dazu, ne? Kleiner Sonntagstalk hier heute. Und wir haben die 10.000 Treibsanduhren erfolgreich zusammenbekommen. Ne? Haben jetzt, ich glaube, so 100 Millionen ausgegeben, haben jetzt von 6 auf 10.000 geupgradet, haben jetzt erstmal wieder was für die nächste Zeit. Ne? Ein paar Tränke hätte man auch noch mit grabben können, vielleicht hier und da. Aber ja, das Wichtigste haben wir auf jeden Fall erstmal wieder am Start und das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut so. Ne?
kleine Laberrunde. Finde ich auch immer mal sehr entspannt. Ne? Könnt ihr mal auch natürlich sehr gerne schreiben, wie ihr sowas findet, wenn man über die aktuellsten Themen in der Vergangenheit mal so ein bisschen sich auslässt. Ne? Und ja, die kaufen wir noch. Ich will noch die Intelligenztränke, die will ich noch, Ausdauer will ich nicht hier, die will ich noch auf über 100 bringen. So, das ist noch jetzt meine Mission. Da haben wir es. Ja, vielleicht noch so ein Flügeltrank. Ja, vielleicht kriegen wir den noch irgendwie noch zusammen hier. Ansonsten die Flügeltränke eigentlich immer ziemlich häufig hier am Start. Da, okay. Wir nehmen das natürlich nehmen wir das für Pilze mit. Ansonsten, die sind mir zu teuer hier. Ja, da sprach der Pay-to-Win-Spieler aus mir raus. Ansonsten, die ganzen Free-to-Play-Spieler fühlen sich natürlich jetzt getriggert. Aber es ist halt schon ein Unterschied, ne? Wenn man auf jeden Cent achtet. Das meine ich halt mit diesem Competitive-Vibe. Da achtet man auf jede einzelne Goldmünze. Ja? Und wenn man dann halt wirklich so einen krassen, ja, wofür man ja nicht mal was kann, ne? Durch so einen Fehler, ja, der hausgemacht ist vom Player selbst, der einen selbst dann persönlich so extrem zurückwirft, dann kann ich da schon die Frustration auf jeden Fall verstehen. Und ja, halt eben auch die Aufruhr nachvollziehen. Ne? Nein! Nein, den haben wir verpasst. Ja, komm, einen müssen wir jetzt noch, ein Flügeltrank. Jawollo, da haben wir es wieder, alle im dreistelligen Bereich. Ne? Und jo, da sind wir raus für heute. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Bewertungen da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.